Sie sind begehrter denn je. Die besten Unternehmen und Talente. Standorte auf der ganzen Welt kämpfen immer intensiver um sie. Der Wirtschaftsraum Zürich behauptet sich erfolgreich in diesem Wettbewerb, auch dank der Greater Zurich Area, kurz GZA. Wir blicken zurück auf eine 20-jährige Geschichte. Es ist so um die Zeit, 1998 herum, war man verunsichert aus der wirtschaftlichen Lage heraus, hat aber auch gespürt, dass man international gute Chancen hat, wenn man zusammenstehen würde. Das hat dazu geführt, dass man eine Plattform entwickeln wollte, wo man alle diese Kräfte und die Chancen zusammenfassen kann und dann auch international erkennbar machen. Es war von Anfang an klar, dass wir GZA als öffentlich-private Partnerschaft gestalten wollen. Die Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor erhöht die Glaubwürdigkeit und Qualität von einer nachhaltigen Wirtschaftsförderung und das hilft, uns gegen konkurrenzierende Standorte wie London, New York oder Hongkong durchzusetzen. Wir sind stolz, in der Zwischenzeit mehr als 30 Partner aus der Privatwirtschaft und aus der Wissenschaft zur Trägerschaft von GZA zu zählen. Den Wirtschaftsraum Zürich zu stärken und gemeinsam im Ausland zu vermarkten, das war bereits 1999 die Idee hinter der GZA. Zum Kanton Zürich und den Städten Zürich und Winterthur kamen schon ein Jahr später die Kantone Glarus, Graubünden und Schaffhausen hinzu. Später folgten Solothurn, Schwyz, Aargau, Zug, Uri und Tessin. Der Kanton Schaffhausen hat nach schwierigen Jahren im Jahr 1997 seine Wirtschaftsförderung gegründet und ist darum froh gewesen, dass schon nach wenigen Jahren wir Unterstützung bekommen haben. Und die Unterstützung hat darin bestanden, dass wir eben mehrere Kantone zusammen im Ausland auftreten und dort auch wirklich Mittel und Energien zusammenlegen. Über Jahre ist GZA ein ganz verlässlicher Lieferant, sage ich mal, von Kontakt mit einem echten Interesse an der Greater Zurich Area und damit auch am Standort Schaffhausen. Und diese Bilanz darf sich sehr, sehr sehen lassen. Die Aufgabe der GZA ist es, im Ausland zukunftsweisende Unternehmen zu identifizieren, zu beraten und sie bei der Ansiedlung im Wirtschaftsraum zu unterstützen. Wir erleben diese Kunden die Zusammenarbeit und den Ansiedlungsprozess. Die Schweiz generell als innovatives Land weltweit und Greater Zurich Area im Speziellen bietet für Unternehmen wie Oracle optimale Bedingungen, um Forschung und Entwicklung in Richtung Innovation für uns, aber auch für unsere Kunden voranzutreiben. Im Rahmen unserer Aktivitäten ist GZA für uns von entscheidender Wichtigkeit gewesen. Mit ihrem Netzwerk, mit ihrer Erfahrung, mit ihrem Know-how, das sie uns zugänglich gemacht haben, ist es für uns möglich gewesen, überhaupt den Standort entsprechend aufzubauen. So at Bluebird Bio, it's really important for us to be located in the Greater Zurich area. It's a central location, very easy for us to expand our operations into other countries from this location. Additionally, it's great to retain and keep good talent here. Your company is only as good as your employees are, and this is such a special location for that. So we're happy to be here and look forward to many, many years to come. Die Entwicklung der GZA verlief nicht immer nur linear und reibungslos. Um das Jahr 2010 geriet die Organisation in eine existenzielle Krise und musste sich neu erfinden. 2010, als ich GZA Stiftungsratspräsident geworden bin, ist das Fortbestehen der GZA an einem seidigen Faden gehangen. Wir mussten uns neu aufstellen. Der Aargau ist austreten, wir haben einen neuen Verwaltungsrat gewählt, der hat eine Strategie erarbeitet mit dem Ziel Fokussierung auf Märkte, Fokussierung auf Branchen, Fokussierung auf Kunden. So ist es gelungen, auch die Finanzierung sicherzustellen und darum steht GZA heute wieder erfreulich gut da. Die fokussierte Strategie wurde in den folgenden Jahren stetig weiterentwickelt und weiter geschärft. Von 2009 bis 2017 siedelte die GZA gemeinsam mit ihren kantonalen Partnern 835 neue Unternehmen an. Diese haben direkt über 7.400 Vollzeitstellen geschaffen. Die GZA hat uns erstmal sehr freundlich kontaktiert und uns im gesamten Entscheidungsprozess begleitet. Von der Standortwahl bis hin zur Suche des Offices und zum Schluss auch
bis zur Verknüpfung in die ersten Unternehmen, zu den ersten Kunden, war die GZA ein wirklich guter Wegbegleiter. Ich denke, der größte Mehrwert durch die GZA ist die Vernetzung und die Möglichkeit, dass wir Fragen stellen können. Wir haben immer noch Kontakte zur GZA und fragen hier und danach und werden immer in die richtige Richtung verwiesen. Wir von der Wirtschaftsförderung Kanton Solothurn stellen fest, dass sich das Ansiedlungsgeschäft in den letzten Jahren massiv verändert hat. Das heisst, wir haben einen sehr starken Fokus heute auf wertschöpfungsintensive Unternehmen, die man ansiedeln will. Das bedeutet für uns, dass wir die Möglichkeit haben, über GZA als Multiplikator unsere eigenen Kompetenzen im Bereich der Medizintechnik oder der Life Sciences können positionieren und dort damit Zugang bekommen zu attraktiven Leuten, die wir sonst nicht hätten. Die Geschichte der GZA hat eine Mitarbeiterin von Anfang an miterlebt, die heutige Geschäftsführerin Sonja Wollkopf-Wald. Es hat sich einiges verändert in diesen 20 Jahren. Die Anfangszeit der GZA war ein grosses Abenteuer. Am 2. August 1999 haben wir gestartet, am Limit gegeben. Keiner hatte eine Ahnung, was wir eigentlich wirklich machen müssen. Wir haben dann aber schnell gemerkt, was andere machen und haben uns angefangen zu orientieren und relativ schnell gelernt, was es heisst, Standortmarketing für einen Raum zu betreiben. Wir haben Märkte aufgebaut, wir haben Leute eingestellt, wir haben angefangen, Akquisition zu machen. Wir sind zu einer Verkaufsorganisation geworden für den Wirtschaftsraum Greater Zurich Area. In den letzten 20 Jahren ist uns ganz vieles klar geworden. Wir haben auch realisiert, dass Geografie zwar wichtig ist, aber noch viel wichtiger sind Kompetenzen und Technologien. Und das wird in den nächsten 20 Jahren noch mehr an Bedeutung gewinnen. Seit 20 Jahren schafft die GZA zusammen mit ihren Partnern Mehrwert für den Wirtschaftsraum Zürich und die Schweiz durch die Ansiedlung zukunftsweisender Unternehmen. Mehrwert in Form von Innovationskraft, Arbeitsplätzen, Steuern, einer höheren Wettbewerbsfähigkeit und Krisenresistenz. Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung unserer Mission.